herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Heute backen wir ein türkisches Fladenbrot. Dafür als erstes einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Teelöffel Zucker und 250 ml lauwarmes Wasser dazugeben und alles mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Wasser-Mischung anschließend zusammen mit 400 Gramm Mehl, 25 ml Olivenöl und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und jetzt mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten, aber noch leicht klebrigen Teig verkneten. Danach die Arbeitsplatte leicht bemehlen, den klebrigen Teig auf die bemehlte Fläche geben, von oben ebenfalls etwas bemehlen und dann mit den Händen nochmals kurz durchkneten, den Teig dabei immer von außen nach innen ziehen, eine Kugel daraus formen und jetzt in eine Schüssel geben, mit einem Küchentuch bedecken und für eine Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen. Nach der Ruhezeit sollte sich das Teigvolumen in etwa verdoppelt haben. Die Arbeitsplatte anschließend nochmals leicht bemehlen, den Teig auf die bemehlte Fläche geben, mit den Händen etwas flach drücken, von oben ebenfalls mit etwas Mehl bestreuen und dann mit einem Nudelholz rund bis oval ausrollen. Etwa 1 cm dick und ungefähr auf die Größe eines Backblechs. Danach ein Backblech mit Backpapier belegen, etwa einen Teelöffel Hartweizengrieß darauf verstreuen und dann das ausgerollte Fladenbrot aufs Blech heben, mit einem Küchentuch bedecken und nochmals für 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Währenddessen ein Eigelb in eine Tasse geben, etwa einen Esslöffel Olivenöl dazugeben und mit einem Pinsel verquirlen. Das Fladenbrot nach der Ruhezeit mit den Fingern ein paar Mal eindrücken, sodass auf der Oberfläche kleine Vertiefungen entstehen. Wer mag, kann hier auch ein Muster eindrücken, ganz wie ihr wollt. Dann mit der Eimischung einpinseln und zum Schluss mit etwas Sesam, Schwarzkümmel und einer Prise Sumak bestreuen. Danach ist das Fladenbrot bereit für den Backofen. Der sollte auf 220 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt sein. Als erstes eine Espressotasse Wasser auf den Boden des Backofens gießen, so entsteht Wasserdampf beim Backen und das Fladenbrot wird schön soft und dann für etwa 15 Minuten goldbraun abbacken. Das fertige Fladenbrot aus dem Ofen holen, auf dem Blech oder einem Gitter abkühlen lassen, dabei ein feuchtes Küchentuch auf das Brot legen, so bleibt die Oberfläche schön weich und elastisch und danach am besten noch warm servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.